Wie ihr sehen könnt, habe ich dieses Jahr beschlossen, euch einen Adventskalender auf meinem Kanal einzurichten. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich dieses Jahr beschlossen, euch einen Adventskalender auf meinem Kanal einzurichten. Ja, tut mir leid, irgendwie hat sich gerade alles überschnitten. Also, wie schon gesagt, hier ist mein Adventskalender. Ich habe dieses Jahr beschlossen, als Adventskalender mit euch ein Buch zu lesen. Natürlich eins in weihnachtlicher Grundlage. Und ich werde die Jungs ein wenig enttäuschen müssen. Es wird ein Liebesroman sein. Tut mir leid, Hand aufs Herz. Aber es ist mein Kanal und ich habe jetzt beschlossen, dass dieses Buch gelesen wird. Ich werde jeden Tag, also in jedem Türchen, ein neues Kapitel lesen und mir dann einen Tag frei nehmen und am 24. dann eine wunderschöne Geschichte, die ich jetzt noch nicht verraten werde, euch dann als Weihnachtsspecial geben werde. So, ich will jetzt auch gar nicht lange weiterreden. Ich versuche trotz alledem auch noch vielleicht noch zu schaffen, die Sonntagsmärchen weiterzuführen. Seid mir nicht böse, wenn es nicht immer klappt. Ich versuche es sonntags auch noch dazu zu kriegen, neben dem natürlich dem Adventstürchen am Sonntag. Aber ich werde für nichts garantieren. Soweit nun mal. Gut. Ohne lange jetzt weiter Worte zu machen, will ich jetzt auch mit dem Buch starten. Bei dem Buch handelt es sich um Ein Ritter zu Weihnachten von Carrie McAllister. Und ich starte auch gleich mit dem ersten Kapitel. Kapitel 1. Als Kelly Stunthurst an diesem neblig grauen Novembermorgen die Augen aufschlug, ahnte sie bereits, dass der Tag alles andere als gewöhnlich verlaufen würde. Die Kopfschmerzen vom Vorabend meldeten sich schlagartig zurück und die Aussicht, eine lange Autofahrt vor sich zu haben, ermunterten Kelly nicht, aus dem warmen Bett zu kriechen. Stattdessen spielte sie mit dem Gedanken, sich die Decke bis über den Kopf zu ziehen und weiter zu schlafen. Doch dann erinnerte sie sich an ihre täglichen Pflichten, seufzte einmal tief und schwang die Füße über den Bettrand. Noch schlaftrunken duschte Kelly, zog einen dunklen Hosenanzug an, kämmte ihr dunkles, langes Haar und steckte es auf, bevor sie in der Küche ein schnelles Frühstück einnahm. Ein vorsichtiger Blick aus dem Fenster sagte ihr, dass es allmählich hell wurde. Eigentlich hatte Kelly alles erreicht, was sie sich erträumt hatte. Eine mit Bravour abgeschlossene Ausbildung als Antiquitätenhändlerin sowie einige Semester in Antiquitätenkunde lagen hinter ihr. Nun, im Alter von 29 Jahren arbeitete Kelly für einen bekannten Antiquariathändler, Antiquitätenhändler, am Trafalgar Square, der sie fürstlich bezahlte und oft zu Auktionen in der ganzen Welt schickte. Schon als Kind hatte sie sich brennend für alte Kunstwerke interessiert, denn sie fand es aufregend, Gegenstände in der Hand zu halten, die von Menschen aus anderen Jahrhunderten angefertigt worden waren. Ihre Augen waren inzwischen so sehr geschult, dass sie meistens auf den ersten Blick erkannte, ob es sich um eine echte Antiquität oder um Trödel handelte. Ihr hohes Einkommen erlaubte Kelly, sich eine schicke Wohnung in Kingston zu leisten, ein teures Auto zu fahren und über ein gut gepolstertes Bankkonto zu verfügen. Und dennoch war Kelly mit ihrem Leben nicht zufrieden. Was ihr genau fehlte, konnte sie nicht näher erklären. Wenn sie gewollt hätte, würde sie an jedem Finger 10 Verehrer haben, längst verheiratet sein und Kinder haben. Aber sie wollte nicht. Und das lag nicht etwa daran, dass sie sich aus Männern nichts machte.
Die männlichen Exemplare, mit denen Kelly bisher näheren Kontakt hatte, waren es nur einfach nicht wert, eine enge Beziehung einzugehen. Zwei von ihnen hatten sogar Ralph aus vor ihr genommen, weil sie ihnen zu selbstbewusst war und zu viel Geld verdiente. Letztlich hatte sie das Single-Leben bewusst gewählt. Kelly saß auf einem hohen Hocker vor der Frühstückstheke und schenkte sich den restlichen Kaffee aus der Kanne ein. Flüchtig blickte sie dabei erneut zum Fenster und stellte ernüchtert fest, dass es wohl an diesem Tag gar nicht richtig hell werden wollte. Wenn sie doch nur wüsste, wieso sie häufig so deprimiert war. Es liegt nicht an mir, murmelte sie halblaut in die Stille hinein. Es liegt daran, dass es keine richtigen Männer mehr gibt. Nach dieser Feststellung ging es ihr gleich etwas besser. Und als die Schmerztablette, die sie genommen hatte, zu wirken begann, fühlte sie einen Anflug von Freude, als ihr der neue Auftrag wieder einfiel. Auf Anordnung von Mr. Trevor Harrow, ihrem Boss, sollte Kelly an diesem Morgen in die Grafschaft Kent fahren. Dort hatte eine alte Dame der Gemeinde ihr Cottage hinterlassen, und Kellys Firma war beauftragt worden, sich in dem Häuschen nach verwertbaren Antiquitäten umzuschauen. Kelly liebte diese Außentermine, und allmählich erwachten ihre Lebensgeister. Alles, was sie an diesem Morgen trübsinnig gemacht hatte, war verflogen. Sie brauchte keinen Mann, der ihr Leben ausfüllte. Gerade als sie alle Unterlagen für den Auftrag in ihre Aktentasche verstaut hatte, läutete das Telefon. Ausgerechnet jetzt, murmelte Kelly unwillig und war versucht, es weiterklingeln zu lassen. Mit einem flüchtigen Blick auf das Display erfasste sie, dass es ihre Mutter war. Helen Stanhurst schaffte es immer wieder, anzurufen, wenn sich Kelly in akuter Zeitnot befand. Aber da sie wusste, wie hartnäckig ihre Mutter war, nahm sie nach einem kurzen Seufzen ab. Hast du noch geschlafen? Erkundigte sich Helen nach einer knappen Begrüßung. Ich wollte dich fragen, ob mit Weihnachten alles klappt. Mom, es ist erst in 6 Wochen. Die Zeit vergeht doch so schnell, verteidigte sich Helen. Ich möchte bis dahin alle Einkäufe erledigt haben. Was wünschst du dir denn zum Fest? Kelly verdrehte die Augen. Jedes Jahr um dieselbe Zeit, dieselbe Frage. Und jedes Mal antwortete Kelly mit: Ich habe keine Wünsche. Das bedeutete, dass sie wieder einmal einen Seidenschal oder einen Satz Kristallgläser bekommen würde. Diesmal sagte sie spontan: Ich wünsche mir einen Ritter. Kelly musste ihren Wunsch zweimal wiederholen, bis ihre Mutter sie richtig verstanden hatte. Ein Ritter? Sei nicht albern, Kind. Es gibt heutzutage keine Ritter mehr. Übrigens werden deine Geschwister einen Tag vor dem Fest hier sein. Ich hoffe, du kommst dann auch. Sicher, Mom, ich werde pünktlich sein. Freust du dich denn gar nicht darauf, deine Familie wiederzusehen? Helen schien über das mangelnde Interesse ihrer Tochter enttäuscht. Erst als Kelly ihr versicherte, das Fest voller Ungeduld zu erwarten, war Helen zufrieden. Übrigens ist neulich ein neuer Nachbar im Nebenhaus eingezogen. Er ist alleinstehend und sieht sehr gut aus. Ich habe daran gedacht, ihn zum Weihnachtsessen einzuladen. Was meinst du? Ging das denn schon wieder los? Kelly hob die Schultern, dann sagte sie reserviert: Es ist deine Entscheidung. Sie ahnte bereits, dass sie ihre Mutter sie wieder einmal verkuppeln wollte. Ich muss jetzt auflegen, Mom. Als Kelly sich eine Viertelstunde später auf den Weg machte, dachte sie über das Telefonat nach. Ihre Eltern lebten im Stadtteil Camden in einem bescheidenen Reihenhaus. Dort waren Kelly und ihre 3 Geschwister Shirley, Alex und Brad schon geboren worden. Sie hatten alle längst Nachwuchs
Und als Kelly an ihre ständig lernenden Nichten und Neffen denken musste, war ihre gute Laune dahin. Die Geschwister lebten weit außerhalb von London, aber Weihnachten würde seit jeher in ihrem Elternhaus gefeiert. Darauf bestand Helen trotz der vielen Arbeit. Dabei lief es Jahr für Jahr gleich ab. Sie schmückte die künstliche Tanne schon lange vor der Ankunft ihrer Kinder und Enkel. Da mussten alle um den Baum herumstehen und ihn bewundern. Später gab es selbstgebackene Plätzchen und die Geschwister erzählten sich gegenseitig, was sie das Jahr über getrieben hatten, während die Kinder durch das Haus tobten. Am Weihnachtstag wurden Geschenke ausgetauscht, die man eigentlich gar nicht brauchte und die nur Platz im Schrank wegnahmen. Einzig die Enkelkinder freuten sich aufrichtig über ihre Geschenke. Abends gab es Karpfen und zum Nachtisch Pflaumenkompott, von Helen im Herbst persönlich eingekocht. Kelly konnte nicht leugnen, dass sie ihre stille Wohnung jedes Mal nach Weihnachten mit Erleichterung wieder aufsuchte. Für sie hatte das Fest keinen besonderen Reiz, weil alles stereotyp ablief, Jahr für Jahr die traditionelle Prozedur. Die festliche Vorfreude, die Kelly als Kind empfunden hatte, war schon lange dahin, und plötzlich sehnte sie sich nach ihrer Kindheit zurück. Damals hatte es pünktlich zum Fest geschneit, nicht viel, aber die Häuserdächer und Straßen waren weiß gewesen. Hinter London setzte leichter Regen ein. Missmutig starrte Kelly auf die nasse Straße. Bis Weihnachten waren es noch einige Wochen hin, aber es war vorauszusehen, dass sich bis dahin am Wetter kaum etwas ändern würde, wie in den vergangenen Jahren. Normalerweise mochte Kelly die Grafschaft Kent, die zu Recht den Beinamen trug Garten Englands. Die endlos weiten grünen Hügellandschaften, alten Burgen, Schlösser und Kirchen lockten in den Sommermonaten viele Touristen an. Aber im Spätherbst, in seinen nebelverhangenen grauen Tagen, wirkte Kent ebenso trostlos wie alle anderen Teile Englands. Kelly nahm die Autostraße nach Osten, die auf direktem Weg nach Maidstone, der Kreisstadt von Kent, führte. Im dortigen Rathaus würde sie die genaue Anschrift des geerbten Häuschens erfahren. Vor Kelly lag eine weite Strecke, so dass sie weiter in Gedanken über ihr unausgefülltes Leben verfiel. Dabei fragte sie sich einmal mehr, warum sie so unzufrieden war. Konnte es wirklich daran liegen, dass sie nicht den richtigen Mann fand? Oder stimmte etwas nicht mit ihr? Es half ihr auch nicht, sich einreden zu wollen, dass sie sehr gut alleine leben konnte. An die Gründung einer Familie hatte sie nie gedacht. Kinder würde sie nur an der Ausübung ihres Berufs hindern. Auf halbem Weg entdeckte Kelly links in der Ferne undeutlich eine mächtige, auf einer Anhöhe gelegene Trutzburg im Nebel, die Hunderte von Jahren alt sein musste. Gebaut aus grobem Felsstein mit Wehrtürmen in alle 4 Windrichtungen, schien die Burg noch heute ihre Bewohner als sicheres Heim zu dienen. Kelly war versucht, einen Abstecher zu dieser Burg zu machen, erinnerte sich jedoch an ihren Auftrag, der schnellstmöglich erledigt werden wollte. Sie war die Strecke schon öfter gefahren und hatte der Festung in der Ferne niemals nähere Beachtung geschenkt. Kelly fand es seltsam, dass sie ausgerechnet dieses Mal Interesse an den Bauwerken Kents zeigte. Doch dann war die Burg aus ihrem Sichtfeld verschwunden und Kelly setzte ihren Weg unbeirrt fort. Die schnurgerade, vor Nässe glänzende Straße vor ihr machte sie schläfrig. Deshalb schaltete sie kurz entschlossen das Radio an. Trotz der dahinplätschernden Musik verfiel sie erneut ins Grübeln, diesmal über Weihnachten. Ihr graute vor dem Fest bei ihren Eltern.
das nur aus Hektik und Lärm bestand und keine Minute Besinnlichkeit zuließ. Und dann auch noch Helens hartnäckiges Bemühen, ihre jüngste Tochter endlich unter die Haube zu bringen. Wie peinlich! Um die Mittagszeit dämmerte es bereits. Als sie kurz darauf Maidstone erreichte, hatte das Rathaus bereits geschlossen, denn für die ungefähr 60 Kilometer von Kingston hatte Kelly wegen der schlechten Sicht fast 2 Stunden gebraucht. Damit hatte sie bereits gerechnet und sich im Voraus ein Pensionszimmer in der Stadtmitte gebucht. Es war klein und altmodisch eingerichtet, aber das störte Kelly wenig, denn sie war nach der langen Fahrt erschöpft und wollte nur noch schlafen. Erfrischt erwachte sie am nächsten Morgen, der genauso feucht und grau zu werden versprach wie die vergangenen Tage. Während sie ausgiebig duschte, fiel ihr blitzartig ein, wieso sie so unzufrieden war. Niemand wartete zu Hause auf sie und freute sich über ihr Heimkommen, noch nicht mal ein Wellensittich oder ein Goldhamster. »Kelly, hör endlich auf, dich zu bemitleiden«, sagte sie nach dem Duschen bestimmt zu ihrem Spiegelbild. »Sei froh, dass du frei bist. Darum beneiden dich sehr viele Frauen.« Das Spiegelbild, das sprach nicht, so drehte sich Kelly seufzend um und föhnte ihr schweres Haar. Nach einem viel zu üppigen Frühstück zahlte Kelly ihre Rechnung und machte sich auf den Weg zum historischen Rathaus, das sich in der Innenstadt befand. Kelly hatte die Bauart schon bei früheren Besuchen in Maidstone bewundern dürfen. Es war jedoch das erste Mal, dass sie dort zu tun hatte. Nach Mr. Harrows Anweisung sollte sich Kelly bei einer Miss Grant melden. Wenige Minuten später stand sie einem ältlichen Fräulein in einer winzigen Amtsstube gegenüber. »Wir haben Sie bereits gestern erwartet«, sagte Miss Grant und reichte Kelly freundlich die Hand. »Bitte sehen Sie sich einen Augenblick um. Ich suche sofort nach dem Schlüssel.« Während sie in einer Schublade des Schreibtisches kramte, fragte Kelly interessiert: »Wer war diese großzügige alte Dame, die der Stadt ihr Cottage gemacht hat?« »Ich kannte Miss Ingalls leider nicht persönlich, aber ich hörte, dass sie sich schon zu Lebzeiten sehr spendabel zeigte. Sie beteiligte sich zeitlebens finanziell an Renovierung etlicher historischer Gebäude. Sie hinterließ ihren Besitz der Stadt, weil sie keine Erben hatte. So, da ist der Schlüssel.« Miss Grant legte einen Schlüsselbund mit 3 altmodischen Schüsseln durch einen großen Ring gezogen auf die Tischplatte. Mrs. Ingalls galt als etwas schrullig. Sie war nie verheiratet und stellte ihre eigene Kräutermedizin her. »Was wird die Stadt mit dem Häuschen machen?« fragte Kelly interessiert, als sie den altmodischen Schlüsselbund sah. »Und welche Antiquitäten werden im Inneren vermutet?« »Soviel ich weiß, steht das Cottage unter Denkmalschutz und darf nicht abgerissen werden. Was daraus wird, ist noch nicht bekannt. Keine Ahnung, ob sich etwas Wertvolles darin befindet. Deshalb wurde Mr. Harrow beauftragt, jemanden zu schicken, der die Einrichtungsgegenstände schätzt.« »Ich werde mein Bestes tun«, versprach Kelly und ließ den Schlüssel in ihre Jackentasche gleiten. »Wahrscheinlich kann ich Ihnen schon morgen eine Liste der Wertgegenstände schicken.« »Wunderbar.« Mrs. Grant schob Kelly einen handgeschriebenen Zettel über den Tisch. »Das Haus liegt etwas außerhalb von Maidstone, im Bezirk Sevenoaks, etwa eine Viertelstunde mit dem Auto.« Kelly lächelte der Frau zu. »Ich werde es schon finden.« Sie erhob sich und sagte: »So wie ich mit der Beurteilung fertig bin, werde ich mich wieder bei Ihnen melden.« Mrs. Grant begleitete sie zur Tür. »Wäre schön, wenn Sie den einen oder anderen kleinen Schatz entdecken würden. Von dem Erlös könnte man endlich einen Teil der dringenden Baumaßnahmen unseres schönen Rathauses finanzieren.«
Als Kelly kurz darauf wieder auf der Straße stand, setzte Regen ein. Zwar galt Kents Klima als besonders mild, aber der Regen war kalt und schlug Kelly unangenehm ins Gesicht, während sie über die Straße zu ihrem Auto rannte. Fluchend wischte sie sich mit einem Papiertaschentuch über das Gesicht, bevor sie den Motor anließ. Dann faltete sie den Zettel auseinander, um das Fahrziel in ihrem Navigator einzugeben zu können. Dummerweise konnte dieser eine Straße namens Blunt Road nicht finden, und noch einmal fluchte Kelly undamenhaft. Gemächlich fuhr sie nach Seven Oaks, ein Bezirk mit vielen uralten Häusern zwischen Bäumen und Wiesen. Im Sommer schien es hier herrlich zu sein, eine richtige Ferienoase. Aber mit den kahlen, von Nässe glänzenden Bäumen und Hecken wirkte die Gegend nicht sehr einladend. Nach kurzer Suche hatte Kelly die Blunt Road gefunden, die sich als bescheidenes Gässchen entpuppte, an dessen Ende sich Mrs. Ingles Haus befand. Übrigens das einzige Haus in der Blunt Road. Neugierig reckte Kelly den Hals, um einen ersten Blick auf das hinter wilden Hecken verborgene Cottage werfen zu können. Viel mehr als durch das Buschwerk blinzende Gemäuer war allerdings nicht zu erkennen, und so nahm Kelly den schweren Schlüsselbund und stieg aus dem Auto. Von der Straße führte ein schmaler, unbefestigter Weg neben einer der unbeschnittenen Buchsbaumhecken zum Haus. Man konnte dem Gemäuer sein Alter ansehen. Die dunklen Ziegelsteine der Außenfassade waren teilweise zerbröckelt, Fensterrahmen verzogen und die Haustür war wurmstichig. Trotzdem hatte das unscheinbare Häuschen durchaus seinen Reiz mit den altmodischen Schornsteinen an beiden Giebelseiten. Bevor Kelly den Schlüssel ins Türschloss steckte, fragte sie sich, wer wohl im Laufe der Jahrhunderte hier gewohnt haben mochte, und schaute sich interessiert um. Das Grundstück war nicht sehr groß und stieß am hinteren Ende an einen brachliegenden Acker. Der Garten war völlig verwildert. Alles in allem sah es so aus, als habe hier schon ewig niemand mehr gelebt. Allerdings wusste Kelly nicht, wann die Hausbesitzerin gestorben war, denn das konnte schon vor Jahren gewesen sein. Der Schlüssel klemmte, und erst nachdem Kelly es mehrmals probiert hatte, ließ er sich quietschend und mühevoll drehen. Vorsichtig schob Kelly die knarrende Tür auf und lugte ins Innere. Abgestanden Luft schlug Kelly entgegen, was sie jedoch nicht davon abhielt, über die abgenutzte Schwelle zu treten. Es war schummrig, so dass Kelly ihre Taschenlampe zu Hilfe nahm, um sich besser orientieren zu können. Sie befand sich in einem kleinen Wohnraum mit altem Kamin, grünem Plüschsofa und diversen Möbeln sowie 2 Schubladenkommoden, einem klobigen Couchtisch und einer Glasvitrine. Auf den ersten Blick erkannte Kelly, dass die Wohnzimmereinrichtung zwar sehr alt war, aber keinen besonderen Wert mehr hatte. Die Möbel entstammten mehreren Epochen, waren schäbig und zerkratzt. Erst jetzt entdeckte Kelly die dunklen Vorhänge vor den Fenstern und zog sie zurück, um etwas Helligkeit in den Raum zu bringen. Trotz des zusätzlichen Lichts sahen die Möbel jedoch nicht wenig unansehnlich aus. Neben dem Kamin führte eine Tür in die angrenzende Küche. Auch hier gab es nichts von besonderem Wert, wie Kelly auf den ersten Blick erkannte. Von der Küche führte eine weitere Tür in einen kleinen Flur, dessen steile Treppe fast den ganzen Raum ausfüllte. Kelly leuchtete mit der Taschenlampe nach oben. Dann nahm sie vorsichtig Stufe um Stufe, nur um festzustellen, dass es bei den winzigen Schlafkammern nichts zu holen gab. Ernüchtert gab sich Kelly wieder in den vorderen Raum und nahm sich zunächst die Kommoden vor. Sie öffnete eine Schublade nach der anderen und stöberte im Nachlass von Mrs. Ingles.
In der obersten Schublade befanden sich ordentlich zusammengelegte Tischdecken aus Baumwolle und Leinen, die schon sehr lange dort liegen mussten, denn sie rochen muffig und sahen vergilbt aus. Auch in den anderen Schubladen hatte die alte Dame nutzlose Gegenstände aufbewahrt: Stapel von zerknitterten Geschenkpapierbögen, Werbekugelschreiber, längst abgelaufene Wandkalender und dergleichen. Resigniert wandte sich Kelly der Glasvitrine zu, dabei fiel ihr Blick auf das grüne Plüschsofa, dessen Bezug an den Nähten der Sitzfläche geplatzt war, sodass die Polsterung hervorquoll. Ob es sich lohnen würde, das alte Möbelstück aus den Zwanzigern des vorherigen Jahrhunderts neu polstern zu lassen? Nein, entschied Kelly ohne Zögern. Ein neuer Bezug würde mehr kosten, als das ganze Sofa noch wert war. Mit kritischem Blick musterte sie durch die staubigen Glasscheiben das Innere der Vitrine. Doch auch hier schien sich kein kostbarer Gegenstand zu verstecken, nur Plunder, bestehend aus billigen Gläsern, kitschigen, wertlosen Porzellanfiguren und einigen Reiseandenken, akkurat auf alle Stellflächen verteilt. Doch etwas erregte schließlich Kellys Aufmerksamkeit. Ganz hinten, im untersten Regal, stand neben einem geschmacklos quietschbunten Papagei aus Keramik eine unscheinbare kleine Schatulle. Sie bestand aus Holz, hatte einen gewölbten Deckel und war über und über mit kleinen, hellen Perlmuttmuscheln beklebt. Neugierig griff Kelly nach dem Kästchen und betrachtete es kritisch von allen Seiten. Es schien schon sehr alt und von Hand gefertigt zu sein. Das kleine zierliche Schloss war rostig und schief angebracht worden. Einen passenden Schlüssel dazu gab es nicht. Vorsichtig schüttelte Kelly die Schatulle. Es klapperte, also musste sich etwas im Innern befinden. Und obwohl Kelly kaum glaubte, dass sie hier auf einen verborgenen Schatz stoßen würde, wollte sie doch mehr über den geheimnisvollen Inhalt erfahren. Innerlich jubilierte sie, als sie feststellte, dass das Kästchen nicht verschlossen war und sich der Deckel mühelos öffnen ließ. Es befand sich nur ein einziger Gegenstand im Innern, und bevor sie die Brosche herausnahm, betrachtete sie das Schmuckstück eingehend. Auf den ersten Blick konnte Kelly nicht feststellen, welcher Epoche die Brosche entstammte. Sie war auffallend groß, mit einer aufwendig geformten goldenen Einfassung und dicht besetzt mit grünen, gelben und blau geschliffenen Edelsteinen. In der Mitte saß ein großer, rubinroter Stein, und die Schließe auf der Rückseite bestand aus einer riesigen, verbogenen Nadel. Kelly war kein Juwelier, aber die Edelsteine konnten durchaus echt sein. Dem Aussehen nach schien die Brosche aus dem frühen Mittelalter zu stammen. Kelly lehnte sich an den Kaminsims, nahm das Schmuckstück an sich, versuchte Näheres über sein Alter herauszufinden. Hier und da konnte man feine Kratzer im Metall und kaum sichtbare Absprengungen an den Steinen erkennen. Dabei war nicht ersichtlich, ob es sich um Tant- oder echte Saphire, Smaragde und Rubine handelte. Wenn die Brosche echt war und aus einem längst vergangenen Jahrhundert stammte, war sie sehr wertvoll. Aber das konnte nur ein Juwelier herausfinden. Kelly war so sehr mit dem Schmuckstück beschäftigt, dass sie zunächst nichts merkte. Nicht, dass es ihr auf einmal warm wurde und die Luft sich veränderte. Erst als ein plötzlicher Windstoß durch den Raum fuhr, hob Kelly erschrocken den Blick. Sie blinzelte mehrmals, als sie sah, dass sich die Einrichtung verändert hatte. Anstatt des Mobiliars von Mrs. Ingle befanden sich plötzlich klobige, hölzerne Sitzmöbel an jener Stelle, an der eben noch das hässliche grüne Sofa gestanden hatte. Wie betäubt ließ Kelly die Brosche sinken und blickte sich weiter um. Der erkaltete Kamin hatte sich in eine aus großem Stein gehauene primitive Feuerstelle verwandelt, in der muntere Flammen loderten.
und von den nun glaslosen Fenstern befanden sich hölzerne Läden. Entsetzt wich Kelly zurück, als sie eine alte Frau, bekleidet in einem grauen Leinenkittel, entdeckte, die einen Holzschemel nahe der Tür saß und ein Spinnrad vor sich stehen hatte. Die alte Frau hatte schlohweißes, langes Haar und ein gütiges Lächeln auf den Lippen. Unbeirrt drehte sich ihr Spinnrad, als hätte sie die Fremde noch nicht entdeckt. Doch dann hob sie den Kopf, blickte Kelly direkt in die Augen und sagte mit feiner Stimme: „Willkommen in meinem Haus, Jungfer Kelly." Das war das erste Kapitel. Damit schließe ich jetzt mein erstes Türchen von dem Adventskalender und wünsche euch noch einen weiteren schönen Abend und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn das zweite Türchen aufgemacht wird. Also dann, bis morgen, eure Fairy Juina.